Dieses Objektiv hier kostet einfach 2000 € und ist somit teurer als meine Kamera, und zwar die Panasonic GH5. Und ob sich das Ganze für diesen Preis überhaupt noch lohnt, erfahrt ihr in meinem ersten Eindruck hier in diesem Video. Hey Freunde, ich bin's wieder, euer Valentin Kosenko. Im heutigen Video geht es um das Leica 10 bis 25 mm f1.7 und ich hole mir gerade mal das 12 bis 35 mm dazu und dieser Größenunterschied ist schon fast wahnsinnig. Vom Gewicht her ist es gefühlt irgendwie trotzdem gar kein so großer Unterschied. Also das Ding hier ist zwar größer, aber ich habe damit schon so ein bisschen fotografiert und gefilmt und an der Kamera fühlt sich das interessanterweise doch gar nicht so schwer an. Die Zahlen verraten da schon eher etwas anderes, denn dieses Objektiv hier wiegt rund 700 Gramm, während es beim kleinen Panasonic hier weniger als die Hälfte ist. Ja, aber was hat es überhaupt mit dem 10 bis 25 mm f1.7 so auf sich? Das Ganze hat eine echt coole Brennweite, denn auf Vollformat sind das 20 bis 50 mm und das mit einer Offenblende von 1,7 ist einfach der Wahnsinn. Und man bekommt somit auch auf Micro Four Thirds ja, ziemlich viel Bokeh, ziemlich viel Freistellung, und das ist mit anderen Objektiven wie hier zum Beispiel dem 12 bis 35er oder auch dem 12 bis 60er, was ich hier an der GH5 drauf habe, nicht so leicht möglich. Ich werde das Leica 10 bis 25 mm auch mit dem Sigma 18 bis 35 mm vergleichen, was ich hier gerade zum Filmen verwende, und mein erster Eindruck ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Das Objektiv ist optisch richtig gelungen, mega krass, und ich glaube, es könnte nicht nur das Sigma ersetzen, sondern unter Umständen auch das Tokina 11 bis 20 mm, auch wenn das in Kombination mit Speedbooster an der GH5 so 16 mm sind und man somit immer noch im Vergleich zum Leica hier 4 mm Vorteil hat im Weitwinkel. Aber ja, also insgesamt ist das Ganze hier trotzdem noch lichtstärker als das Tokina. Nicht ganz so lichtstark wie das Sigma in Kombination mit Speedbooster, aber trotzdem mega krass. Und ich würde fast schon sagen, dass das hier mit der Blende 1.7 gerade für Filmmaker besser geeignet ist, weil es mit dem Sigma bei Blende 1,2 fast schon unmöglich ist, etwas in den Fokus zu bekommen. Das Ganze fühlt sich sehr robust an, wie alle anderen Leica-Objektive auch, und hat auch ein ähnliches Design. Die ganzen Fokusringe und Zoomringe hier sind aus Metall. Außerdem hat das Ganze einen Blendenring hier oben, welcher zum einen auch automatisch einrastet und zum anderen auch hier in den manuellen Modus versetzt werden kann, sodass man stufenlos zwischen den verschiedenen Blenden wechseln kann, was gerade für Filmmaker sicherlich eine super Sache ist. Und das meiner Meinung nach allerbeste an dem Objektiv ist dieser Manual Focus Clutch, denn das ist einfach super geil. Es ermöglicht manuellen Fokus, der tatsächlich linear ist und kein Fly-by-Wire. Ich habe das auch mal so ein bisschen hin und her getestet. Man hat zum Beispiel an der GH5 die Möglichkeit, über den Schalter in den manuellen Fokus zu wechseln. Wenn man dann nicht diesen Manual Focus Clutch verwendet, sondern einfach so das Ganze hier verwendet, dann hat man trotzdem nicht ganz linearen Fokus. Aber wenn man das runterzieht, funktioniert das super. Der Fokus ist mega smooth. In meinem ersten Test, den ich so bisher gemacht habe, war das schon sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Also es lässt sich auf jeden Fall super damit fokussieren. Man hat hier auch eine Skala, sodass man sehen kann, ja, die minimale Fokusdistanz sind 28 cm, und auch wenn man zum Beispiel Astrofotografie machen möchte, kann man hier sehr, sehr leicht auf unendlich einstellen. Also dieser manuelle Fokusring ist einfach der Wahnsinn. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft auch in vielen anderen Micro Four Thirds Optiken sehen. Olympus macht das Ganze ja bereits, aber Panasonic hat erst vor kurzem mit diesem Objektiv damit angefangen. Und ja, wer weiß, vielleicht kommen noch ein paar andere Optiken dazu, die den gleichen Mechanismus hier besitzen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten möchte ich noch mal kurz auf den Brennweitenbereich eingehen. 10 bis 25 mm. Durch den Crop-Faktor des Micro Four Thirds Sensors würde das auf Vollformat bzw. Kleinbild wie ein 20 bis 50 mm Objektiv aussehen. Und das ist eine sehr, sehr interessante Brennweite, die es bisher so im Micro Four Thirds Segment nicht gibt.
Und ich muss sagen, dass es eine Brennweite ist, die sehr, sehr hilfreich ist, denn diese 20 mm im Wide End, die sind gerade zum Vlogging, falls es natürlich jemand wagen sollte, mit so einem Klopper hier zu vloggen, wirklich hilfreich. Und ich habe damit bereits mal einen kleinen Test gemacht und ja, mit den Ergebnissen war ich recht zufrieden. Auch die Freistellung ist bei 1.7 natürlich ja, eine Klasse für sich, gerade für Micro Four Thirds. Und diese 10 bis 25 mm, so hat es zumindest Panasonic in der ersten Vorstellung gesagt, könnten bis zu 5 verschiedene Primes ersetzen. Eine 20 mm Prime-Linse, 24, 28, 35 und 50 mm. Und der erste Eindruck, den ich ja, von diesem Objektiv habe, ist, dass das stimmt. Denn selbst bei Offenblende 1.7 ist das Objektiv so unglaublich scharf, dass man getrost auch bei dieser Blende fotografieren und filmen kann. Und ich würde sogar sagen, dass 10 mm, außer natürlich man möchte Immobilien fotografieren, also etwas von innen oder etwas sehr, sehr groß wirken lassen, dann sind 20 mm Kleinbild vielleicht doch zu gering und das Tokina eher so die bessere Wahl. Aber abgesehen davon kann man trotzdem sehr viele Bereiche abdecken. Also man bekommt immer noch sehr viel Bildwinkel und mit 50 mm, also 25 mm, kann man auch immer noch sehr, sehr gute Porträts machen, gerade mit Blende 1.7. Ich bin begeistert. Klar, der Preis 2000 €, ziemlich heftig, gerade für eine Micro Four Thirds Optik, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das jetzt über den Zeitraum, in dem ich mit dem Objektiv hier spielen konnte, schon echt lieben gelernt. Und ich glaube, dass dieses Gefühl ja, sich nur noch weiter verstärken wird. Aber ich werde gleich noch mal ein paar Bilder zeigen, die ich mit dem Objektiv hier gemacht habe. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dieses Video ist eher so mein erster Eindruck zum Leica 10 bis 25 mm. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dann nochmal ausführlicher auf eure Fragen eingehen und ein weiteres Video machen oder auch mehrere weitere Videos. Wer weiß, vielleicht hat das Objektiv ja noch viel, viel mehr zu bieten. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal auf den Weitwinkelbereich ein und vergleichen das Ganze mit dem Sigma und dem Tokina. 10 mm hier beim Leica, 20 mm auf Vollformat. Beim Tokina sind es in Kombination mit dem Viltrox Fokalreduktor, und zwar dem EFM 2 16 mm. Und bei dem Sigma, mit dem ich hier gerade filme, sind es rund 25,5 mm. Das heißt, das Leica hier befindet sich irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Objektiven. Und gerade im Vergleich zum Sigma, welches ja, durch dieses Objektiv vielleicht hier zukünftig sogar ersetzt wird, ist das Ganze hier schon nochmal weitwinkliger. Denn 5 mm mehr, 5,5 mm mehr macht in der Praxis schon einen ganz schön großen Unterschied. Mein erster Eindruck war auch, dass es von der Schärfe her mit dem Sigma vergleichbar ist. Wenn man dann andere Sachen wie zum Beispiel chromatische Aberrationen betrachtet, dann ist dieses Objektiv hier natürlich weiteres überlegen. Dem Tokina, aber auch dem Sigma, obwohl das Sigma bereits sehr, sehr gut ist, das hier ist nochmal besser. Und auch was Flaring betrifft, ist das hier besser. Aber ich hatte irgendwie ein Problem mit Ghosting. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur mein Modell betrifft, aber schon bei geringem Gegenlicht hat man ja, Ghosting gesehen. Das ist mir so negativ aufgefallen. Ansonsten hatte ich eigentlich keine Artefakte, nichts, was irgendwie einen Mangel der Bildqualität gezeigt hätte. Bevor ich es vergesse und wo wir auch gerade beim Thema Flaring und Ghosting sind, das Leica hat hier auch eine Gegenlichtblende und ich muss sagen, die fühlt sich zwar nicht schlecht an, versteht mich nicht falsch, aber irgendwie ist sie von der Verarbeitungsqualität nicht ganz so gut wie die Gegenlichtblende vom 12 bis 60 mm, welches auch eine Kooperation zwischen Panasonic und Leica ist. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja am eher größeren Durchmesser, dass ich hier ja, eine eher mindere Qualität feststelle im Vergleich zum 12 bis 60 mm. Besser als die Gegenlichtblende vom 12 bis 35 mm hier ist es auf jeden Fall, aber ja, nicht ganz, oder zumindest kommt es mir so vor, als wäre es nicht ganz auf dem Niveau der 12 bis 60 mm Linse. Ansonsten hat das Ganze hier einen 77 mm Filteranschluss, ja, was zunächst mal dafür sorgt, dass Filter sehr, sehr teuer sind, aber immerhin hat es einen und in meinen Augen ist das nochmal ein klarer Pluspunkt. Aber wie verhält sich das Objektiv denn nun eigentlich im Vergleich zum Sigma 18 bis 35?
Ich würde sagen, es schlägt sich wirklich gut. Erstens, es wiegt weniger als das Sigma. Das Objektiv hier wiegt, wie gesagt, ca. 700 Gramm, während es beim Sigma in Kombination mit dem Viltrox Fokalreduktor schon fast 1 Kilo ist. Also es sind so rund 250 bis 300 Gramm mehr. Und das Gewicht dieses Objektives hier an der GH5 merkt man interessanterweise, obwohl es so ein Brecher ist, gar nicht so sehr. Also ich muss sagen, die GH5, die wurde dadurch zwar extrem viel größer, größer noch als mit dem Sigma. Die Länge von dem Objektiv hier ist ungefähr vergleichbar mit dem Sigma. Ich glaube, das Sigma ist ein kleines bisschen länger, aber dafür hat das Ganze hier einen größeren Durchmesser als das Sigma. Aber genau, was ich sagen wollte ist, das Sigma, das hat, ja, der Schwerpunkt liegt viel weiter vorne beim Objektiv und dadurch ist es irgendwie, ja, es fühlt sich in der Hand etwas komisch an im Vergleich zu dieser Kombination hier. Und ich muss sagen, als ich jetzt gestern so ein paar Fotos damit gemacht habe und auch ein paar Videos aufgenommen habe, ich konnte damit mühelos filmen. Beim Sigma werde ich trotzdem nach einer Zeit schon, ja, es erschöpft mich, diese Kombination zu verwenden. Und hier hat es echt Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, wie sich das dann nochmal in der Praxis verhält, wenn ich vielleicht mal richtig damit vlogge, mal einen ganzen Tag unterwegs bin. Aber grundsätzlich sehr, sehr cool. Im Vergleich zum Sigma 18 bis 35 haben wir hier, wie gesagt, 10 bis 25 mm, also 20 bis 50 mm. Beim Sigma sind es 25,5 bis rund 50 mm, wenn ich mich nicht täusche. Ich rechne gerade noch mal kurz nach. 35 mal 0,71 mal 2, ja, 49,7 mm wäre korrekt und 25,56 mm sind es im Weitwinkelbereich beim Sigma. Somit hat man hier effektiv 5,5 mm mehr im Weitwinkelbereich, aber ungefähr den gleichen Zoom. Und weil das Sigma hier mit dem Viltrox Fokalreduktor verwendet wird, hat das natürlich eine etwas größere Freistellung. Aber ich muss sagen, dass die Freistellung vom Leica hier keinesfalls schlechter ist. Und während es beim Sigma gerade bei Offenblende irgendwie, ja, einen Color Shift ins Magenta gibt, man sagt, das Objektiv hat Charakter, ist es hier viel neutraler. Und ich weiß noch nicht genau, was mir besser gefällt. Ich mag es eigentlich, wenn Objektive Charakter haben. Gerade bei Vintage-Objektiven ist das oftmals der Fall. Aber es ist schön, wenn man ein perfektes Objektiv hat. Und das Ganze hier ist schon wirklich sehr, sehr gut, was die Optiken betrifft. Also chromatische Aberrationen hatte ich nicht. Flares sehen super cool aus. Ghosting ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ich muss das nochmal etwas weiter testen. Ich habe damit auch ein paar Bilder von der Milchstraße gemacht. Sind sehr, sehr gut geworden für Lowlight. Super cool. Das Bokeh sieht bei Offenblende richtig, richtig butterweich aus und man merkt gar nicht, dass das eine Micro Four Thirds Optik ist. Gerade weil es ein Zoom ist. Es ist irgendwie so ungewohnt, dass man bei einem Zoom so eine Freistellung hat und es ist einfach super geil. Also ich schwärme hier gerade zwar ein bisschen, klar, das ganze Objektiv kostet immer noch 2000 Euro. Es ist ein Batzen Geld, es kostet mehr als die GH5. Es kostet so viel wie eine neue A7 III und da kommen wir auch zu der Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, in so ein Objektiv zu investieren oder gleich zu sagen, ich kaufe mir lieber eine A7 III, die schon mit einem Kit-Objektiv ähnliche Ergebnisse bei der Freistellung erzielt. Das geht jetzt hier eher in eine andere Richtung, aber ich würde sagen, das Micro Four Thirds System hat ganz andere Vorteile. Und klar, es erreicht zwar aufgrund des Sensors nicht die gleiche Freistellung bei geringeren Blenden wie zum Beispiel die A7 III, aber dafür hat man auch weniger Rolling Shutter. Man hat weniger Hitze, die vom Sensor entwickelt wird und insofern kann man auch bei höheren Framerates filmen. Man hat weniger Probleme mit Überhitzen. Selbst bei der A7 III gibt es das Problem noch. Also ich hatte so ein paar Reviews gesehen, wo bereits nach 25 Minuten die Kamera ja nicht mehr weitermachen konnte, weil sie einfach zu heiß war. Und ich hatte mit der GH5 oder anderen Micro Four Thirds Kameras bisher noch nie ein Problem mit Überhitzen. Insofern absolutes Workhorse. Bevor ich es vergesse, das Ganze ist Staub- und Spritzwasser geschützt und funktioniert noch bei bis zu minus 10 Grad Celsius, genauso wie die anderen Leica-Optiken. Auf der anderen Seite sollte man aber auch wissen, dass dieser Staub- und Spritzwasserschutz nicht garantiert, dass das Objektiv nicht durch Regen oder Wasser oder Staubeindringen irgendwie kaputt geht.
Insofern, klar, schön diese Bemühung und es ist super, dass auch dieses Objektiv hier Präventivmaßnahmen hat, damit es nicht erst dazu kommt. Aber es wäre schön, wenn es auch die konkrete 100%ige Sicherheit gäbe. Das, was mich hier beim Leica auf jeden Fall noch interessiert hat, ist, ob es damit möglich ist, zum Beispiel mit dem Weebill Lab Gimbal hier zu filmen. Und gerade bei der GH5 in Kombination mit Viltrox Fokalreduktor und Sigma 18 bis 35 konnte ich hier nicht mehr wirklich viel anstellen. Was mir aber wichtig ist, weil ich gerne leicht unterwegs bin und das der einzige Gimbal ist, der in meinen Rucksack passt. Insofern war es mir wichtig, dass es hier mit dem Weebill Lab funktioniert. Und ich kann schon mal sagen, es funktioniert, es lässt sich balancieren, aber es stößt leider beim Viewfinder hinten an die Motoren an, wenn man ja in den Sling Mode geht, oder ich weiß gerade gar nicht genau, wie das heißt, also wenn man das Ganze so nach unten beugt. Insofern ein bisschen schade, aber beim Laufen, bei normalen Bewegungen, Pan und Follow und wie auch immer, funktioniert es absolut problemlos. Erst wenn man das Ganze zum Beispiel ja, möglichst bodennah mit dem Griff hier oben filmen möchte, geht das Ganze nicht mehr, weil der Viewfinder eben an die Motoren anstößt. Ansonsten werde ich nochmal im ausführlicheren Review darauf eingehen, wie das Ganze hier funktioniert und das auch mal zeigen, aber vorneweg schon mal, es funktioniert auf jeden Fall. Die Motoren sind stark genug, um das Ganze zumindest auf der normalen Achse zu verwenden. Ansonsten muss ich noch mal ganz kurz ein paar Worte über dieses Objektiv hier loswerden. Wie gesagt, das ist mein erster Eindruck und es gibt dann noch mal ein ausführlicheres Video, gerne auch, wo ich auf eure Fragen eingehe, falls ihr denn irgendwelche Fragen habt. Der manuelle Fokus ist richtig geil, also es macht richtig Spaß damit zu filmen. Auch der Zoomring ist hier sehr, sehr smooth und das Objektiv fühlt sich richtig hochwertig an. Man merkt einfach, dass es 2000 € kostet, sagen wir es mal so, bis auf die Gegenlichtblende. Aber ich nörgle hier jetzt einfach sehr stark rum, weil es so viel kostet und es im Vergleich zum 12 bis 60 mm irgendwie sich mehr nach Plastik anfühlt. Ich hatte erst gedacht, dass es beim 12 bis 60 mm eine Metallgegenlichtblende ist. Zumindest ist das Ganze hier kühler, wenn man es anfasst und ich gehe davon aus, dass es kein Plastik ist. Also es fühlt sich auch viel robuster an, also es lässt sich hier fast gar nicht zusammendrücken, während es beim Leica hier beim anderen mit Druck schon knarzt und ja, das ist einfach, ich denke nicht, dass es kaputt geht, das dürfte trotzdem passen, also es ist nicht so schlimm, aber bei einem Objektiv, das 2000 € kostet, erwartet man, finde ich, trotzdem die absolut beste Qualität, also ja, wenn es geht, vielleicht noch irgendwie nachbessern Panasonic. Wenn man jetzt mal den Preis betrachtet, in Höhe von 2000 € und dann mal rechnet, was das Sigma in Kombination mit Fokalreduktor und dem Tokina und vielleicht sogar dem 12 bis 35 mm kostet, dann könnte man fast schon sagen, man kann für diese 3 Objektive plus Adapter dieses eine Objektiv hier kaufen und gerade wenn man das Gewicht der verschiedenen Objektive zusammenrechnet, hier sind es 700 Gramm, beim kleinen Panasonic hier sind es rund 300 Gramm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Tokina wiegt ca. 500 Gramm, glaube ich, also zusammen 800 Gramm. Allein das wiegt schon 200 Gramm mehr. Und dann nochmal das Sigma 18 bis 35 mit Fokalreduktor, nochmal knapp 1 Kilo. Ich würde sagen, so 1750 Gramm sind es ungefähr. Knapp 1 Kilo mehr als dieses Objektiv hier und preislich in der gleichen Range, sage ich mal. Eine Sache, die mich hier an dem manuellen Fokus noch geärgert hat, ist, dass man, wenn man das Ganze hier runterzieht, sodass man manuell fokussiert, also linear fokussiert, dass man dann keinen Back-Button-Fokus mehr mit der GH5 hat. Ja, man kann nicht mehr den Autofokus verwenden. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, denn wenn man den manuell Fokus-Switch verwendet bei der GH5, dann kann man immer noch mit dem Back-Button an der GH5 fokussieren. Und ja, ist nicht schlimm, man kann immer noch den Fokusring hier kurz nach oben bewegen und dann fokussieren, aber manchmal ist es hilfreich, wenn man zunächst den Autofokus verwenden kann und dann manuell fokussieren kann. Ach ja, und eine Sache, die vor allem diejenigen von euch freuen wird, die gerne Autofokus verwenden, das Ganze hier hat unglaublich guten Autofokus. Also ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, aber ich habe es jetzt an der GH5 getestet und
konnte dabei Ergebnisse feststellen, die viel besser sind als mit allen anderen Objektiven, die ich habe. Natürlich viel besser als mit dem Sigma und mit dem Tokina, weil es über den Adapter sowieso im Videomodus gar nicht funktioniert. Im Fotomodus ist es noch okay, aber selbst da ist das Ganze hier einfach so schnell, dass es überhaupt nicht vergleichbar ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch zum Vloggen das Ganze hier super funktioniert. Ich hatte es bereits mal kurz getestet. Ich werde dann nochmal schauen, wie es sich beim Tracking verhält, ob es da genauso gut funktioniert. Aber grundsätzlich der Autofokus super schnell, super zuverlässig und ja, das ist halt der Vorteil von so einer nativen Linse. Das Sigma 18-35 ist bei Blende 1,2 immer noch lichtstärker, also in Kombination hier mit dem Fokalreduktor. Aber trotzdem hat man hier einen besseren Autofokus, man hat weniger Artefakte, ja, keine chromatischen Aberrationen, zumindest konnte ich keine feststellen. Und es ist super scharf, das Objektiv, bei allen Brennweiten. Man hat 5 mm mehr im Weitwinkelbereich. Man kann eigentlich so ziemlich alles damit abdecken. Dieses Objektiv bietet einfach so viele Möglichkeiten für Fotografie, für Filmmaker, für alles Mögliche. Und ich glaube, gerade dann, wenn irgendwann die GH6 rauskommt und die perfekten Autofokus hat und einen noch besseren Sensor mit zum Beispiel Dual Native ISO, dann kann alles andere Tschüss sagen. Abschließend noch ein paar zusammenfassende Worte zum Objektiv. Ja, das Ganze ist sehr teuer. Ja, das Ganze wiegt mit 700 Gramm trotzdem für ein Micro Four Thirds Objektiv erstaunlich viel. Aber die Qualität überzeugt. 10 bis 25 mm, super Brennweitenbereich. Der manuelle Fokus, ein Traum. Ja, auch der Blendenring, super, dass wir hier sowas haben. Und bis auf die Gegenlichtblende, die etwas mindere Qualität hat, ist das Ganze auch wirklich durchweg gut verarbeitet. Somit kann ich vom ersten Eindruck her das Objektiv auf jeden Fall schon empfehlen. Ich werde auch nochmal genauer schauen, wie es im Vergleich zum Sigma 18-35 aussieht, welches es dann vielleicht in meinem Fall ersetzen wird. Ansonsten schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas Spezielles über das Objektiv hier wissen wollt. Ich werde es gerne für euch testen. Solltet ihr Interesse an diesem Objektiv haben, würde ich mich natürlich sehr freuen, falls ihr über Amazon kauft. Den Link gibt es dann in der Beschreibung. Kostet euch keinen Cent mehr, aber ich verdiene eine kleine Provision dran und kann somit mehr dieser Videos hier machen und noch mehr Objektive für euch testen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen, hoffe das Video hat dir gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.